Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um die Winterausstattung gehen. Was macht Sinn, zusätzlich im Winter noch mitzunehmen oder anderes mitzunehmen an Ausstattung? Was habe ich so dabei? Ich zeige euch das näher. Bleibt dran, bis gleich. Ja, wie ihr seht, es wird langsam kalt und es wird langsam eine spezielle Zeit zum Campen. Nicht jeder ist da noch unterwegs. Wer da noch unterwegs ist, der braucht vielleicht ein bisschen andere Ausstattung und ein paar Sachen zusätzlich, die Sinn machen, die einem helfen können. Ich habe mal ein paar Sachen rausgesucht, die ich da so mir dann reinpacke, wenn die Jahreszeit soweit ist, damit ich gewappnet bin für gewisse Situationen. Ja, grundsätzlich fangen wir mal an. Ja, habe ich auch bei dem Video Grundausstattung und Nice to Have. Da gibt es 2 Videos, blende die mal ein, da ist das dabei. Ist im Sommer natürlich sinnvoll, dass man sich Kaffee selber machen kann, wenn man frei steht, nur mit Gas. Na? Hier Wasser warm machen auf dem Gasherd, ja, klar. Und hier dann entweder Tee oder Kaffee. Ist natürlich im Winter noch sinnvoller, denn wir benutzen unser Wohnmobil zum Beispiel auch oft, wenn wir Schlitten fahren, irgendwo zum Schlittenfahren unterwegs sind. Und auch im Herbst zum Drachensteigen und so. Und das sind meistens so Aktionen, wo man dann doch auskühlt. Und normalerweise mit dem PKW fährt man dann nach Hause. Mit so einem Wohnmobil kann man reingehen, das ist aufgeheizt, bleibt man mal ein halbes Stündchen drin, trinkt einen schönen Tee oder einen Kaffee. Danach geht die Action weiter, weil man wieder fit ist. Ne? Dann Schneeketten. Nicht nur für Schnee. Und zwar benutze ich die auch, die habe ich immer dabei, auch im Sommer, weil es kann auch mal passieren, dass man sich auf einem Platz festfährt. Wir sind mit den Mobilen ja öfters mal fernab von festen Straßen unterwegs, ob es auf dem Stellplatz ist oder wo auch immer. Und manchmal hat man da auch eine kleine Anhöhe. Wenn es mal richtig, wer das mal erlebt hat, dass es nachts geregnet hat und früh alles durchgeweicht war, man fährt sich sehr schnell fest. Diese Schneeketten sind im Sommer auch super Matschketten, sage ich mal so. Wenn man festgefahren ist, die Dinger dran, die sehen danach zwar aus wie Sau, ist klar, aber dann, so kommt man dann im Notfall von dem Platz wieder runter. Das ist allemal besser, wie da festzuhängen und festzustecken oder, keine Ahnung, einen Bauern zu holen oder wie auch immer, der mit dem Traktor rauszieht oder was da für Aktionen dann gestartet werden. Schneeketten eigentlich habe ich immer dabei. Winter natürlich Pflicht, gerade in verschiedenen Ländern wie Österreich zum Beispiel. Da gibt es ja Passstraßen, wo die Pflicht sein müssen, da müssen die dabei sein. Nicht drauf, aber dabei und natürlich im Ernstfall drauf sein. Ne? Dazu natürlich Handschuhe, wasserfeste Handschuhe, damit ihr, wenn ihr da hantiert, natürlich keine Probleme bekommt in Sachen Kälte und so, ne? Weil das dauert natürlich ein bisschen, das ist ein bisschen umständlich. Ich werde auch noch mal ein extra Video zu machen zu den speziellen Schneeketten hier, die ich hier ausgesucht habe. Werde mal zeigen, wie leicht die doch rumzumachen gehen. Da gibt es ja ganz spezielle Varianten, die teuer sind, aber das ist eine günstige und die geht trotzdem super leicht rum. Aber das ist wichtig, weil Handschuhe, die durchweichen, sind im Schnee natürlich nicht so sinnvoll. Zu den Reifen nochmal. Auch so eine Sache, Winterausstattung. Ihr braucht natürlich mindestens Allwetterreifen. Oder noch besser natürlich Winterreifen, ist beim Wohnmobil natürlich so ein Thema mit der Umsteckerei. Das macht sich nicht so einfach wie auf dem PKW. Ich habe mich für Allwetterreifen entschieden, weil ich die Kombination mit der Schneekette ja habe. Diese Allwetterreifen sind gesetzlich erlaubt und zugelassen für im Winterfahren und darum geht es ja erstmal. Sicherheit habe ich ein Video zugemacht, Allwetterreifen, da sind diese Allwetterreifen teilweise sogar besser im Sommer wie ein Sommerreifen. Und im Winter wie ein Winterreifen. Es gibt verschiedene Situationen, wo diese Reifen besser sein können. Also die sind nicht pauschal immer schlechter. Ne? So ein Allwetterreifen ist zum Beispiel in den meisten Fällen im Sommer auf starker Glätte besser wie ein Sommerreifen. Ne? Das hat das mit dem Profil zu tun. Also da ruhig mit beschäftigen. So ein Allwetterreifen ist gar nicht schlecht. Und wenn wirklich mal viel Schnee liegt oder was und man auf dem Platz möchte oder wieder runter oder was, der nicht richtig geräumt ist, dann hat man ja auch die Schneeketten. Ne? Wichtig ist, ihr müsst auf das Schneeflockensymbol achten. Das muss drauf sein, damit es gesetzlich erlaubt ist. Was haben wir noch? Ja, zum Thema Schneeketten nochmal. Ich habe immer solche Boxen dabei, mehrere. Und zwar, oh, die ist schon kaputt, aber ist egal. Die gibt es ja überall. Alle Produkte hier, die verlinke ich auch euch unten mal. Da könnt ihr euch die direkt mal näher anschauen, was die kosten und was die machen. Da steht ja dann ein Haufen Schönes dabei an Informationen. Diese Boxen finde ich total sinnvoll. Nicht nur für Schuhe, weil ist klar, wenn ihr nasse oder matschige Schuhe habt oder im Schnee oder was, dann ist natürlich tödlich, wenn ihr die drin auf den Teppich stellt. Ich habe ja drin solche Matten, habe ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Die habe ich drin liegen. Wenn wir reinsteigen, dann steigen wir nicht auf unseren Teppich in unser Wohnzimmer, sondern wir steigen auf diese Matten und dort, oder diese Schalen aus Plastik, ne? Und auch dort stellen wir unsere Schuhe dann zum Beispiel ab, wenn wir im Schnee waren. Ja? Das kann dann schön hier nass werden, das schütte ich aus, stört mich nicht.
Wichtig, ich habe es nicht im Boden, weder den Dreck noch das Wasser. Ne? Und dafür sind diese Sachen natürlich auch sinnvoll, wenn ich da wirklich Schuhe habe, die ich nur im Schnee anziehe, die stelle ich hier rein, packe sie hinten rein oder was. Und wichtig ist, dass es mir nicht irgendwo reinläuft. Aber auch für solche Sachen wie die Schneeketten, wenn ich da doch mal im Matsch fahre oder auch im Schneematsch und das wühlt, ja, dann sind die ja trotzdem dreckig. Dann kann ich die einfach hier reinwerfen. Ja. Wenn ich möchte, kann ich die in Ruhe dann irgendwann mal sauber machen, aber grundsätzlich zurück in die Packung ist suboptimal. Ich mache die dann in solche Behältnisse rein. Das schützt immer vor Wasser. Außerdem habe ich immer sowas dabei. Das ist ein kleiner Spaten. Ja. Damit kann ich natürlich nicht die Welt retten, ne? Ist klar. Aber der ist kompakt, den habe ich im Karton. Wer einen Kastenwagen hat, der kann den auch irgendwo schön dazwischen schieben. Und der kann euch retten, denn wenn Schnee, wenn man sich festgefahren hat, dann ist das ja oft auch, man ist vielleicht in eine Schneewehe gerutscht, ein bisschen vom Weg ab oder was. Ne? Und dann muss man versuchen, auch das Fahrzeug erstmal frei zu kriegen vom Schnee. Wenn der vielleicht auch unten aufliegt oder ähnliches. Ne? Da bringt dir die Schneekette nichts. Sobald der aufliegt oder irgendwo dagegen gefahren ist, gegen so eine Schneewehe oder was, da musst du dir das mal freischaufeln. Und dann, wenn man da nichts dabei hat, dann steht man auch da und fängt dann mit den Händen an oder irgendeine komische Pseudolösung mit so einer Box oder was dann rumzualbern. Nee, das ist nicht die Lösung. So ein Ding rein, das kann euch im Ernstfall retten. Heißt ja nicht, dass ihr das alles braucht, aber wenn was passiert, dann seid ihr wirklich froh, wenn ihr irgendeine Lösung dabei habt, die euch dann hilft. Außerdem habe ich hier noch, vielleicht habt ihr es schon gesehen, ich habe ja so ein riesen Paket dabei. Jetzt weiß ich, klar, jetzt sagen die einen oder anderen, was willst du mit so einem riesen Paket? Camper, die haben eigentlich meistens ein Platzproblem. Das ist vollkommen richtig. Aber ich weiß auch, dass in Kastenwagen hinten teilweise eine Menge Platz sein kann. Und bei integrierten oder voll integrierten ist auch oft Platz. Muss nicht, ist aber ein schönes Kann. Bei voll integrierten braucht man es natürlich nicht. Kastenwagen und teilintegrierte haben natürlich vorne das Fahrerhaus ziemlich undicht. Und dafür ist dieses Teil, das ist ein Winterjacket, ein Fahrerhausjacket. Ich mache mal ein Foto auch rein und ich mache da auch noch mal ein extra Video, wo ich wirklich messen werde, was da der Unterschied ist und was das bringt. Dieses Teil zieht man komplett übers Fahrerhaus, über die Spiegel, alles drüber, bis wirklich bei dem Teil integrierten, bis an die Kante ran, wo sozusagen die Dämmung anfängt. Fahrerhaus und die ganzen Lüftungsgitter und Motorraum und alles, das ist ja alles nicht gedämmt. Da kommt ja ungehemmt auch die Kälte rein. Und es bringt nichts, wenn hier schön isoliert ist, ja, und da vorne zieht die Kälte rein. Deswegen so ein Fahrerhausjack, das zieht man drüber, das ist auch richtig, das ist richtig dick, ja, und richtig fett isoliert hier. Und das bringt im Ernstfall auch einiges in Sachen Wärmedämmung. Ne? Man spart natürlich Heizkosten und man kriegt das auch wärmer und hat dann nicht so diese Kältebrücke. Was das bringt, zeige ich noch mal in einem anderen Video. Wenn es da ist, ist da, dann blende ich es ein. Und ja, ist ein bisschen unhandlich, ist klar. Aber es kann wirklich was bringen. Ne? Ist natürlich nichts für jemanden, der jeden Tag seinen Platz wechselt oder ich sag mal Städtereisen macht. Ne? Aber wenn ihr ein paar Tage steht und ihr seid da wirklich in so einem richtig kalten Gebiet, das Ding ist, ich werde es zeigen, aber es ist vielleicht in 10 Minuten alleine, am besten zu zweit, aber auch in 10 Minuten alleine drüber gezogen, ein bisschen verspannt und dann hat man da den Schutz. Ja, ich hoffe, der eine oder andere hat was entdeckt, was er vielleicht noch nicht hat oder was er vielleicht gebrauchen kann. Ich hoffe, ihr seid auch zukünftig dabei bei den weiteren Videos und abonniert den Kanal. Lasst mir gerne auch einen Daumen hoch da, ist immer ganz schön. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr bei den weiteren Videos dabei seid. Geht es viel ums Vermieten, allerdings natürlich auch Tipps und Tricks rund ums Campen, ums Wohnmobilfahren, ums Wohnwagenfahren. Habt eine schöne Zeit, bis bald, ciao, ciao.